Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Python. So, dieses Mal geht es ein bisschen um was Komplizierteres, nämlich um regex. Und regex ist eine Art, wie man Strings darstellen kann. Die kann man dann suchen oder in irgendeinem Text finden oder sowas. Und ja, ziemlich wichtig in Python. Und falls ihr Fragen habt, logischerweise wie immer in die Kommentare. Also scheut euch da nicht oder schreibt mir eine PN oder sowas, keine Ahnung. Genau, also Import RE ist schon mal alles, was wir hier brauchen. So, und jetzt können wir anfangen. Jetzt sagen wir hier x gleich, denn es wird einen Rückgabewert geben, re.search. Und jetzt haben wir hier vorne ein, wie wir sehen, Pattern. Und dieses Pattern nehmen wir einfach am Anfang mal Hallo. So, und dann sagen wir hier hinten ein String. Da kommt jetzt einfach das rein, in dem wir suchen wollen. Also von mir aus einen ganzen Wikipedia-Artikel oder was weiß ich was. Und sagen hier dann, okay, hallo Welt. Ich mache das hier mal klein. So. Und jetzt geben wir das einfach mal aus. Print x. So, und jetzt schauen wir uns mal an, was hier passiert. Wir haben ein SRE-Match Object und dann haben wir hier ein Span von 0 bis 5. 0 bis 5. Match Hello. Also Hello ist das, nachdem wir gesucht haben. Der Span gibt mir an, wo es gefunden wurde in dem Text. Da kann ich auch drauf zugreifen, indem ich sage x.span. Und dann sage ich hier einfach Punkt, keine Ahnung, dann eben den Index, wo ich es haben möchte oder was weiß ich. Also Span gibt am Anfang einfach mal in dem Fall 0 bis 5 zurück. Nein, ich möchte es löschen, ich möchte es nicht verschieben. So. Jetzt ist es aber ein bisschen sinnfrei, hier einfach nur Hallo einzugeben. Vielleicht möchte man ja was Komplizierteres suchen. Und deswegen gibt es regex. Jetzt waren wir noch im Basisfall. Jetzt wollen wir was Komplizierteres. Und zwar kennt ihr doch sicher den Dutzendnamen hier. Meier. Kennt ihr doch sicher. Das Problem ist, manche schreiben sich mit E, manche schreiben sich mit A, manche schreiben sich mit I und manche mit Y. Und deswegen gibt es Folgendes. Wenn wir jetzt nach einem Herr oder einer Frau Meier suchen, dann sagen wir hier M, dann die Klammern auf, und zwar diese eckigen Klammern sind das, A oder E, also eins von beiden muss jetzt kommen, also es kommt zuerst ein großes M. Dann kommt entweder ein A oder ein E und dann kommt ein I oder ein Y und dann kommt ein ER. So, und wenn wir das jetzt hier finden, dann macht es schon Sinn, dass wir hier einen Match ausgeben. Nämlich, es kann ja sein, dass vielleicht der Meier sich ganz komisch schreibt, nämlich mit E und Y, und wir deswegen hier einen anderen Treffer finden. Und deswegen macht es auch Sinn, hier diesen Match zu speichern. Wenn wir das jetzt laufen lassen, dann sehen wir hier auch wieder, okay, es wurde was gefunden, nämlich mit AI. Und wenn ich jetzt hier aber dieses Y reinschreibe, und vorne dran kann logischerweise auch noch was stehen, hinten dran kann noch was stehen, ist völlig egal. Lassen wir das laufen, dann haben wir hier ein AY stehen. Okay, so, das war Platz 1. Daraus kann man schon mal relativ viel machen mit diesen Oders. Jetzt haben wir natürlich auch noch andere Sachen. Zum Beispiel sind wir in einem Telefonbuch und möchten nun nach dem Namen suchen. Und da kann es ja sein, dass die Zahlen auch drin stehen. So, und wenn wir Zahlen raushaben wollen, dann sagen wir hier not, also das ist die Verneinung, wir wollen keine Zahlen haben, und zwar keine Zahlen von 0 bis 9. Deswegen schreibt man dieses Minus hier, also das hier heißt nicht und das hier heißt bis. Das heißt, wenn ich hier A bis C reinschreiben würde, also A minus C, dann wäre das auch nicht A, B oder C. Und wenn ich das jetzt hier ausgebe, dann finde ich logischerweise nichts. Denn ich habe ja nur angegeben, was ich nicht möchte und nicht, was ich möchte. Also sagen wir einfach mal hier M und dann keine 0 bis 9. Und dann geht es weiter mit einem Y. So. Und dann haben wir hier MAY gefunden. Das heißt, wir sagen hier drin, okay, es darf alles sein, aber es darf keine 0 bis 9 haben. Und am Anfang muss ein M stehen und danach muss ein Y stehen. Und deswegen finden wir hier eben dieses MAY. Gut. Wie gesagt, der Bindestrich ist ein bis. Das funktioniert auch mit A bis C oder sowas. Also wenn ich jetzt hier schreiben würde A bis C, so, dann finde ich genau dasselbe, denn ein A ist ja ein A bis C drin. Okay,
Große Buchstaben gibt es natürlich auch. Upsala. Also A bis Z, aber da wird es nichts finden, weil wir nur einen großen Buchstaben haben. Denn hier ein M und dann ein A bis Z groß, das ist leider nicht möglich zu finden. Wenn ich jetzt hier dieses A groß schreiben würde bei Meier, dann wäre das schon was anderes. Okay. 2 Sachen brauchen wir noch dringend. Dann seid ihr eigentlich schon so weit, dass ihr alles damit modellieren könnt. Und zwar haben wir einmal ein Whitespace, nämlich ein \s. Das heißt, wenn ich hier schreiben würde M und dann A, dann haben wir den Fall abgedeckt. Also M leer A wird dadurch gematcht. Also dieses \s ist einfach ein Leerzeichen oder ein Whitespace jeglicher Art. Da kann man unterscheiden in, keine Ahnung, TNRFV oder sowas habe ich mir hier aufgeschrieben. N ist Newline unter Windows, R ist, glaube ich, N ist Newline unter Unix und R ist, glaube ich, Newline unter Windows. Aber benutzt einfach dieses \s hier, das ist eindeutiger. Und was man nicht modellieren kann, so ohne weiteres, ist ein Backslash. Falls tatsächlich mal einer vorkommen soll, dann müsst ihr den auch mit einem Backslash vorne dran machen. Also das hier ist einfach nur das. Wobei ich logischerweise hier auch in den Text 2 reinschreiben muss. Der erste dient als Maskierungszeichen, der zweite als Backslash. Kriege ich hier einen Fehler raus. Das liegt daran, dass man bei solchen Maskierungszeichen dann komischerweise Strings mit nur einem Anführungsstrich benutzen muss. Keine Ahnung wieso, das ist halt einfach so. Und es funktioniert trotzdem noch nicht. Na super. Okay, nach ein bisschen Googeln habe ich rausgefunden, dass man witzigerweise jetzt mittlerweile nicht nur 2 von diesen Backslashes braucht, sondern 3. Man möchte dann also haben, man sucht nach so einem Backslash und bekommt dann das hier. Okay, wenn man das jetzt ausgeben würde hier, also direkt diesen String ausgeben, dann würde tatsächlich nur ein Backslash ausgegeben werden. Hier, so. Das heißt, wir müssen in diesem Text nach 2 Backslashes suchen, warum auch immer, und die schreiben wir halt so. Deswegen sieht es dann auch komisch aus, wenn man es ausgibt. Wir sehen hier, es wird ausgegeben M \A. Ist halt so, ne? Kann man nichts dran ändern, aber ja, gut. Ebenfalls wichtig sind sogenannte optionale Items und da kommt dann einfach ein Fragezeichen rein. Also wir schreiben Fragezeichen, also M Fragezeichen A und bekommen Folgendes raus. Natürlich. Das bedeutet so viel wie das M, dieses Groß M vorne dran, ich mache die 2 Backslashes hier mal wieder raus, das darf drin vorkommen in unserer Lösung, muss aber nicht. Dann eben dieses Fragezeichen, das genau das besagt, und dann danach muss auf jeden Fall ein A kommen. Wenn ich jetzt hier auf Play gehe, also wir haben gesehen, als ich die 2 Backslashes noch drin hatte, da war kein M vorne dran, deswegen haben wir hier nur A als Lösung rausbekommen. Wenn ich jetzt das Ganze mache, dann bekomme ich MA als Lösung raus, aber wenn dieses M weg ist, finde ich halt trotzdem das A, aber das M wird halt nicht erkannt. So kann man dann hier die Lösung ein bisschen variabler gestalten, das heißt größer oder kleiner, und So, jetzt nehme ich hier mal was anderes, und zwar nehme ich jetzt mal Zahlen 0 und sage hier, okay, wir haben 0, 0, 0. Okay, jetzt sagen wir, es dürfen so viele Nullen, wie wir wollen, drin vorkommen. Das heißt, so viele Nullen, wie wir wollen, 0 und dann ein Stern. Und wenn wir das jetzt hier starten, dann kriegen wir einfach alle Nullen, die aneinander gehängt sind. Aber sobald ich hier eine 1 habe, kriege ich nur diese ersten 2 Nullen. Das heißt, es dürfen so viele, wie es wollen, aber es muss nicht mal eine 0 sein. Das heißt, wenn ich jetzt hier nur eine 1 drin stehen habe, bekomme ich trotzdem eine Lösung, nämlich den leeren String. Weil ja hier, es muss keine 0, aber es kann eine drin vorkommen. Es können so viele, wie ich will, oder so viele, wie eben halt maximal möglich sind, drin vorkommen. Mit dem Plus erzwinge ich, dass mindestens eine 0 drin vorkommt. Das heißt, wir finden jetzt aktuell keine Lösung, aber sobald ich hier wieder mindestens eine 0 drin vorkommen habe lassen, dann wird eben diese 0 wieder erkannt oder dieser 0-String. Und wenn ich möchte, dass
genau 3 Stück drin vorkommen, wie wir jetzt hier gerade haben, dann schreibe ich in geschweifte Klammern 3. Genau so. Und dann bekomme ich genau diese 3. Wenn es mehr ist oder nicht, dann, wenn es mehr ist oder weniger, also wenn ich jetzt hier noch eine vierte reinmache, dann bekomme ich nur die ersten 3 und nichts anderes und die vierte wird einfach wieder ignoriert. Wenn ich jetzt hier ein Komma hinten dran setze, dann bedeutet das, es dürfen auch mehr sein. Das heißt, es müssen 3 oder mehr sein. Also im Prinzip ist das bloß wie eine 1, in der geschweiften Klammer. Das bedeutet das hier drin. So. Und zu guter Letzt zeige ich euch jetzt noch, was passiert, wenn ich, Entschuldigung, was passiert, wenn ich hier sage, ich möchte einen gewissen Teil neu benennen. Das heißt, ich sage hier, okay, es kommen genau 3 Nullen vor, dann sage ich hier, okay, 3 Nullen, dann kommt ein Bindestrich und dann kommt ein 0, 1. So kann man es gut erkennen. Ich definiere mir hier quasi einfach eine Klammer auf und die Klammer zu, logischerweise auch direkt wieder. Fragezeichen P und dann den Namen von meiner Gruppe. Und ich nenne die Gruppe einfach mal Teil 2. So, und danach kommt einfach hier ein Bindestrich und eine 0 und eine 1. Das definiere ich mir jetzt hier einfach mal so. Eine 0 plus, also mindestens eine 0, so viele Nullen wie ich möchte. So. Und jetzt haben wir hier immer noch genau den Teil gefunden. Also wir haben jetzt komplett den String gefunden. Jetzt bringt uns das aber nicht mehr so viel. Jetzt können wir einfach sagen x.group und dann sagen wir hier, welchen Teil der Gruppe wir gerne hätten, nämlich den Teil 2. Also Teil 2. So, und wenn ich das jetzt hier laufen lasse, ups, ich habe die Klammer zu früh zugemacht. Die Klammer muss aufhören, wenn die Gruppe aufhört. Das heißt, ich mache die Klammer hier am Ende zu. Das heißt, der erste Teil ist einfach ohne Gruppe und das, und das, was hier drin steht, ist alles innerhalb der Gruppe. Wenn ich das jetzt hier laufen lasse, kriege ich minus 0, 1 raus. Also minus, das ist das hier, die 0 ist das hier und die 1 ist das hier. Und habe das Ganze einfach Teil 2 genannt. Gut. So, wenn ich jetzt das hier wieder rauslösche und nur noch x habe, dann möchte ich euch noch kurz zeigen, wie ihr auf den Span komplett zugreifen könnt. Also Span und dann, wo fängt es an? Ist einfach 0. Also wo fängt es an? An der Stelle 0, nämlich ganz am Anfang. Und wenn ich das Ende haben möchte, also bis wohin es geht, ich habe euch ja vorhin gezeigt, wie der Span aussieht. Hier von 0 bis 6, das heißt Teil 2 oder ja, der hintere Teil kriegen wir, wenn wir drauf zugreifen, wie in der Liste auch, auf den zweiten Teil ist dann die 6 drin. So. Gut, ich hoffe, ihr habt verstanden, wie man mit Regex-Bäumen jetzt so einigermaßen umgehen kann. Und ja, die sind tatsächlich in Python ziemlich wichtig, weil man damit viel so Suche macht und so. Und ja, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann.